Coffee Break German, lesson 35. Hallo und herzlich willkommen zurück in Innsbruck mit Coffee Break German. Hello everyone, this is Mark here once more in Innsbruck with Thomas, and we're here to help you with your German. So this morning Mark and I visited one of the many small towns just around Innsbruck which have a lot to offer and are very, very nice in architecture and culture. And we recorded a conversation with the tourist information, which was quite hard and quite long. Yeah, it was. But I think we got there. Yeah, I think there's a lot to get out of there and lots of new words and some things you already are familiar with. And the fact is that is exactly the kind of conversations that I've been having here in Austria, because people are using lots of words I don't know, but fortunately we've got coping mechanisms that we can use, like asking people to speak more slowly, and that's exactly what I did today. Okay, let's get on with today's lesson. Lass uns anfangen. Hören wir uns das heutige Gespräch an. Now, the name of the town that we visited this morning was Schwarz. 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 At first I thought it was Schwarz, as in the word for black, but no, it's S-C-H-W-A-Z. Schwarz. Sounds almost exactly the same, only you drop the R. Indeed. Let's listen to the whole conversation now. This is quite a long conversation, and don't let it put you off. We will help you understand everything afterwards. Guten Tag. Grüß Gott, kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Wir brauchen einige Informationen über die Stadt. Haben Sie einen Stadtplan? Nein, wir haben keinen Stadtplan. Hier, bitte sehr. Ich kann Ihnen zeigen, was es hier zu sehen gibt. Vielen Dank. Also, wir sind hier in der Touristeninformation. Sehen Sie? Der Hauptplatz ist gleich in der Nähe und zwar hier direkt um die Ecke. Dort gibt es morgen einen Markt, wo Sie handgemachte lokale Produkte kaufen können. Mark, dort kannst du ein Geschenk für deine Frau kaufen. Sehr gute Idee. Sie können alles bequem mit dem Bus erreichen. Es gibt eine Bushaltestelle am Marktplatz. Hier in Schwarz gibt es viel zu sehen und zu erleben. Das Franziskanerkloster ist sehr schön und es gibt einen schönen Weg dorthin. Außerdem ist das Silberbergwerk sehr interessant. Man kann die Mine besichtigen und es gibt ein Museum. Entschuldigung, ich verstehe nicht. Sie sprechen sehr schnell. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Das tut mir leid. Natürlich kann ich langsamer sprechen. Es gibt hier ein Museum über die Silbermine. Auf Englisch Silver Mines. Dankeschön. Ist das Museum heute geöffnet? Heute ist Mittwoch. Ja, es ist geöffnet. Und wie viel kostet der Eintritt? Nur 8 €. Ausgezeichnet. Und haben Sie noch eine Frage? Kein Problem, ich verstehe Sie gut, ich bin Deutscher. Ach so, tut mir leid. Ich bin hier, um mein Deutsch zu verbessern. Und er ist mein Lehrer. Genau, prima. Haben Sie eine Broschüre über das Silbermuseum? Natürlich, bitte sehr. Ich gebe Ihnen auch eine Broschüre mit den besten Restaurants hier in Schwarz und auch ein Kulturprogramm für Juni und Juli. Das haben wir auch auf Englisch. Ich nehme lieber die deutsche Broschüre. Dann kann ich ein bisschen üben. Sehr gut, Mark. Alles klar, bitteschön. Gibt es noch etwas, womit ich Ihnen helfen kann? Nein, danke, das ist alles. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß in Schwarz. So to begin with, we had the standard greetings and so on when we go into anywhere. The lady said, Grüß Gott, kann ich Ihnen helfen? Can I help you? And I replied by saying, wir brauchen einige Informationen über die Stadt. A phrase that Thomas had helped me with before we went in. Wir brauchen, we need, einige Informationen über die Stadt. Some information about the town. After that she asked us if we already have a map of the town, einen Stadtplan. Haben Sie einen Stadtplan? And because we had only just arrived and we didn't really go prepared, we said, no, we don't have a Stadtplan. And of course, that means we don't have any Stadtplan, using the word kein. So, nein, wir haben keinen Stadtplan. So after that, the very friendly lady at the office said, hier, bitte sehr, ich kann Ihnen zeigen, was es hier zu sehen gibt. So I can show you what the town has to offer or what you can see here.
And that word zeigen means to show. Yeah, we had that, I think, in a lesson when I said, können Sie mir auf der Karte zeigen? Can you show me on the map? So, ich kann Ihnen zeigen, I can to you show, was es hier zu sehen gibt. What they're here to see is. Something like that. Yeah. Let's listen to the next part of the conversation. And in this one, you're going to be listening for handgemachte lokale Produkte. So, handmade local products. Have a listen. Also, wir sind hier in der Touristeninformation. Sehen Sie? Der Hauptplatz ist gleich in der Nähe und zwar hier direkt um die Ecke. Dort gibt es morgen einen Markt, wo Sie handgemachte lokale Produkte kaufen können. Mark, dort kannst du ein Geschenk für deine Frau kaufen. Sehr gute Idee. So the lady began by showing us where we were on the map. Wir sind hier in der Touristinformation. Sehen Sie? And then she said where the main square is. Der Hauptplatz ist gleich in der Nähe und zwar hier direkt um die Ecke. And we've already heard a couple of phrases about giving directions, but um die Ecke is a new one, which means just around the corner. Okay, so the main square is right in the vicinity of the tourist information, in der Nähe, nearby, und zwar hier direkt um die Ecke. And to be more precise, directly here around the corner. And then she said that dort gibt es morgen einen Markt, wo Sie handgemachte lokale Produkte kaufen können. So tomorrow there is a market where you handmade local products where you can buy handmade local products. And it's exactly the same as when we heard weil ich müde bin, for example, or when we said wenn ich in Innsbruck bin. So the verb goes to the very end of the sentence. Wo Sie handgemachte lokale Produkte kaufen können. And there's the modal verb in there too to complicate things further. Wo Sie handgemachte lokale Produkte kaufen können. And you had an idea about that. Mark, dort kannst du ein Geschenk für deine Frau kaufen. So there can you a present for your wife to buy. Dort kannst du ein Geschenk für deine Frau kaufen. To which I replied, sehr gute Idee. What a good idea. Very good idea. Now, in this next part of the conversation, she is going to be telling us some of the things that you can see in Schwarz. And at this part, she did speak very, very quickly. And then she gave us a slightly slower explanation. Have a listen. Sie können alles bequem mit dem Bus erreichen. Es gibt eine Bushaltestelle am Marktplatz. Hier in Schwarz gibt es viel zu sehen und zu erleben. Das Franziskanerkloster ist sehr schön und es gibt einen schönen Weg dorthin. Außerdem ist das Silberbergwerk sehr interessant. Man kann die Mine besichtigen und es gibt ein Museum. Entschuldigung, ich verstehe nicht. Sie sprechen sehr schnell. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Das tut mir leid. Natürlich kann ich langsamer sprechen. Es gibt hier ein Museum über die Silbermine. Auf Englisch Silver Mines. Dankeschön. Ist das Museum heute geöffnet? Heute ist Mittwoch. Ja, es ist geöffnet. Now, as you heard, in the fast version there, the lady explains some of the things that we could see in Schwarz. And we're not going to go through all of that in this episode. What we'll actually do is go through that word for word in this week's bonus audio for our premium members. But what we can do is come straight back to the point where I said, you're speaking very fast. Sie sprechen sehr schnell. Ich verstehe nicht. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Can you speak a little more slowly? And then she went on to say, das tut mir leid. Natürlich kann ich langsamer sprechen. So she's sorry and of course she can speak slower. Es gibt hier ein Museum über die Silberminen. Auf Englisch, Silver Mines. So there's a museum about the silver mines. And she had mentioned that previously in the section where she spoke very quickly. And I wanted to know, is the museum open today? Ist das Museum heute geöffnet? And right after she checks what day it is, and it's Mittwoch, Wednesday, she sees it's opened. Ja, es ist geöffnet. In the next section, we ask about the entrance cost. And the lady also talks a little bit about learning German. That's all we'll say for now. Have a listen.
Und wie viel kostet der Eintritt? Nur 8 Euro. Ausgezeichnet. Und haben Sie noch eine Frage? Kein Problem, ich verstehe Sie gut, ich bin Deutscher. Ach so, tut mir leid. Ich bin hier, um mein Deutsch zu verbessern. Und er ist mein Lehrer. Genau, prima. So to ask, how much does the entrance ticket cost for the museum? I said, Wie viel kostet der Eintritt? so how much does it cost to get in? How much is the entry ticket? And it's 8 euros, which seems fair to you. Ausgezeichnet, I say. Then she asks Thomas very slowly, because she doesn't realize that he is a native speaker, und haben Sie noch eine Frage? Do you have another question? Any more questions? And because I don't want to look like an idiot, I say, kein Problem, ich verstehe Sie gut, ich bin Deutscher. So absolutely no problem, I can understand you quite well. I'm a German. And I come in with my standard phrase, ich bin hier, um mein Deutsch zu verbessern. Und er ist mein Lehrer. So I'm here to improve my German, a phrase that I've said probably 100 times this week so far. Und er ist mein Lehrer, and he is my teacher. Now, we then go on to talk about a brochure über das Silbermuseum, a brochure about the Silver Museum. Let's have a listen to what else the lady offers us. Haben Sie eine Broschüre über das Silbermuseum? Natürlich, bitte sehr. Ich gebe Ihnen auch eine Broschüre mit den besten Restaurants hier in Schwaz und auch ein Kulturprogramm für Juni und Juli. Das haben wir auch auf Englisch. Ich nehme lieber die deutsche Broschüre. Dann kann ich ein bisschen üben. Sehr gut, Marc. Alles klar, bitteschön. Gibt es noch etwas, womit ich Ihnen helfen kann? Nein, danke, das ist alles. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß in Schwaz. So having asked for eine Broschüre über das Silbermuseum, she says, natürlich, bitte sehr, handing it over. And then she also gives us something else. Listen to what she says. Ich gebe Ihnen auch eine Broschüre mit den besten Restaurants hier in Schwaz und auch ein Kulturprogramm für Juni und Juli. Das haben wir auch auf Englisch. Now, this is a good example of, although it's a relatively complex sentence, you can pick out interesting words that you recognize. So I am also giving you a Broschüre mit den besten Restaurants hier in Schwaz. So with the best restaurants and a Kulturprogramm, a cultural program. And she also offers me a copy auf Englisch. Das haben wir auch auf Englisch. We've also got that in English. But then, and I'm very pleased with that, Mark declines and says, I'd rather take the brochure in German. Ich nehme lieber die deutsche Broschüre. Dann kann ich ein bisschen üben. So I can practice a little. You proud of me? Very proud, very proud. And after that, she basically just asks us if we need help with anything else and says goodbye and wishes us lots of fun in Schwaz. So she says, gibt es noch etwas, womit ich Ihnen helfen kann? Quite a complex sentence. Gibt es noch etwas? Is there anything else? Womit? How would we translate that? With which I can help you. So, Okay, so womit ich Ihnen helfen kann. So with which I to you help can. Is there anything else I can help you with? But we say, no, das ist alles. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß in Schwaz. Then I wish you lots of fun here in Schwaz. Okay, you know what's coming. It's time to listen to the whole conversation once more and see how much you can understand this time. Guten Tag. Grüß Gott, kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Wir brauchen einige Informationen über die Stadt. Haben Sie einen Stadtplan? Nein, wir haben keinen Stadtplan. Hier, bitte sehr. Ich kann Ihnen zeigen, was es hier zu sehen gibt. Vielen Dank. Also, wir sind hier in der Touristeninformation. Sehen Sie? Der Hauptplatz ist gleich in der Nähe und zwar hier direkt um die Ecke. Dort gibt es morgen einen Markt, wo Sie handgemachte lokale Produkte kaufen können. Mark, dort kannst du ein Geschenk für deine Frau kaufen. Sehr gute Idee. Sie können alles bequem mit dem Bus erreichen. Es gibt eine Bushaltestelle am Marktplatz. Hier in Schwaz gibt es viel zu sehen und zu erleben. Das Franziskanerkloster ist sehr schön und es gibt einen schönen Weg dorthin. Außerdem ist das Silberbergwerk sehr interessant. Man kann die Mine besichtigen und es gibt ein Museum.
Entschuldigung, ich verstehe nicht. Sie sprechen sehr schnell. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Das tut mir leid. Natürlich kann ich langsamer sprechen. Es gibt hier ein Museum über die Silbermine. Auf Englisch Silver Mines. Dankeschön. Ist das Museum heute geöffnet? Heute ist Mittwoch. Ja, es ist geöffnet. Und wie viel kostet der Eintritt? Nur 8 €. Ausgezeichnet. Und haben Sie noch eine Frage? Kein Problem, ich verstehe Sie gut, ich bin Deutscher. Ach so, tut mir leid. Ich bin hier, um mein Deutsch zu verbessern. Und er ist mein Lehrer. Genau, prima. Haben Sie eine Broschüre über das Silbermuseum? Natürlich, bitte sehr. Ich gebe Ihnen auch eine Broschüre mit den besten Restaurants hier in Schwaz und auch ein Kulturprogramm für Juni und Juli. Das haben wir auch auf Englisch. Ich nehme lieber die deutsche Broschüre. Dann kann ich ein bisschen üben. Sehr gut, Marc. Alles klar, bitteschön. Gibt es noch etwas, womit ich Ihnen helfen kann? Nein, danke, das ist alles. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß in Schwaz. Once again, that's where we're going to leave it for this week's episode of Coffee Break German. Next time, we're going shopping, and we already have recorded one conversation in a shop, and hopefully tomorrow we're recording another conversation, and we'll bring you those next week. As usual, feel free to leave a comment on the website or post a review on iTunes so we know what you think about our Innsbruck episodes and how much you can understand and how much you learned so far. And if you have visited Innsbruck, then post some photos of your trips to Innsbruck on our Facebook page if that's something that would interest you. We'll be back again soon with more Coffee Break German. In the meantime, head over to coffeebreakgerman.com where you can find out how you can get access to all the additional materials for this course. Until then, vielen Dank, noch einmal und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.